Hallo, mein Name ist Kai von Smoky Bones Barbecue Shack. Ich möchte euch heute eine Ikone des amerikanischen Streetfood vorstellen, und zwar das Philly Cheese Steak Sandwich. Dieses Sandwich wird in Philadelphia, in Pennsylvania, überall serviert, in allen möglichen Variationen. Und heute zeige ich euch, wie man das macht. Ich möchte euch zunächst zeigen, wie man das Fleisch schneidet. Das Fleisch für dieses Sandwich ist Steak. Sucht euch aus, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier ein bisschen Hüftsteak da, funktioniert wunderbar. Natürlich Ribeye, Rumpsteak funktionieren alle sehr, sehr gut. Nehmt die Steaks vorher und steckt sie in die Gefriertruhe für ungefähr 1 Stunde. Lasst das Fleisch ein bisschen anfrieren, damit es fest wird, und dann lässt es sich viel, viel besser aufschneiden. Und das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt hier einen Teller mit Steaks. Das sind die Hüftsteaks, von denen ich erzählt habe. Und wenn man hier so ein bisschen drauf drückt, dann merkt man, die sind hier, zum Beispiel das hier, das ist schon ein bisschen fester, das auch, das hier noch nicht so sehr, aber es funktioniert. Ja, man kann also damit relativ gut arbeiten. Und wir werden jetzt einfach mal dieses Steak hier nehmen und dann wirklich mit dem Messer sehr, sehr dünn aufschneiden. Und ihr seht, also was ich meine mit dünn, ist wirklich so. Ja. Also dünne Streifen, denn die garen dann relativ schnell. Und das ist genau das, was wir brauchen. So, als nächstes schneiden wir die Zwiebeln. Ich nehme da ganz normale Gemüsezwiebeln dafür her. Die werden einfach nur so geschnitten, dass es die länglichen Stücke sind. Also keine Kreise, sondern einfach die länglichen Dinge. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Knoblauch, und den werden wir jetzt einfach nur klein schneiden. Wir haben jetzt alle Zutaten zusammen, die wir brauchen, um das Philly Cheese Steak Sandwich zu machen. Wir haben einmal hier frisch aufgebackene Baguettebrötchen, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Salz und Pfeffer, dünn aufgeschnittenes Fleisch und Provolone Käse. Noch ein Wort zu dem Käse. Provolone ist hier in Deutschland leider nicht besonders leicht zu bekommen. Es ist ein hervorragend schmeckender Käse, aber ihr könnt gerne auch Edamer zum Beispiel nehmen oder Butterkäse. Das sind ähnliche Käsesorten. Auch Cheddar ist sehr, sehr beliebt. In Philadelphia ist es so, dass sich die Geister gerade beim Käse immer wieder scheiden. Welchen Käse nimmt man her? Es gibt sogar diesen Sprühkäse, der da verwendet wird, was ich überhaupt nicht mag. Aber man kann auch entsprechend Cheddar nehmen. Das passt wunderbar. Aber ich habe jetzt hier tatsächlich Provolone, und den werden wir heute hernehmen. Es ist soweit. Der Grill ist warm. Wir können loslegen. Wir fangen mal an, indem wir ein bisschen Öl drauf geben hier auf die Plancha. Ja, um einfach vorzubereiten. Dann können wir anfangen mit dem Paprika und den Zwiebeln. Machen wir alles zusammen. Wir können gleich mal ein bisschen Salz und Pfeffer drauf geben. Ruhig kräftig. Natürlich kann man noch nachwürzen, aber so, das sollte es erstmal tun. Jetzt wollen wir diese Zwiebeln und Paprika letztendlich glasieren. Wir machen das so wie die Leute in Philadelphia. Mit ihren Wagen oder wo sie das gerade her haben, was sie da gerade vorbereiten. Und ihr seht schon, das fängt schon ein bisschen an. Ein bisschen Öl brauchen wir, glaube ich, noch.
Natürlich könnt ihr das auch zu Hause in der Pfanne machen, ist klar. Aber mir macht Spaß auf dem Grill. Und es hat irgendwie ein bisschen was, wenn man das Gemüse auch so vorbereitet, mit den Spateln, so wie es auch in den Food Trucks gemacht wird. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen braten und dann schauen wir uns das nachher nochmal an. Die Zwiebeln und Paprika haben jetzt schon mal ganz gut angebraten. Und seht, die bekommen so ein bisschen Farbe. Und genau das wollen wir auch. Was wir jetzt aber machen, zum einmal so ein bisschen klopfen hier mit der Kante, um sicherzustellen, dass auch die letzten Stückchen Zwiebeln noch auseinanderbrechen. Und dann schieben wir das Ganze hier noch ein bisschen zur Seite, da wo es nicht ganz so heiß ist. Und lassen es ein bisschen weiter schmoren, während wir uns um das Fleisch kümmern. Wieder ein bisschen Öl. Und dann geben wir das Fleisch drauf. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer natürlich. Und immer frisch gemahlenen Pfeffer nehmen. Das ist ein riesen Unterschied. Den gemahlenen Pfeffer im Supermarkt kann man eigentlich vergessen. So. Ein bisschen auseinanderziehen das Ganze. Und dann das Fleisch auch wieder so ein bisschen klopfen. Und schön anbraten, immer wieder wenden. So sieht das gut aus. Und jetzt einfach schön durchbraten. Aber achtet darauf, dass ihr nicht das ganze Fleisch trocken bratet. Also es soll schon noch ein bisschen Saft haben. Ne? Wenn ich meine durch, dann einfach nur sicherstellen, dass es eben gebraten ist. So. Und jetzt geben wir noch den Knoblauch dazu. Wirklich nur so die letzten paar Sekunden, damit er nicht zu sehr verbrennt. Dann können wir hier gleich auch das Fleisch drauf tun, überhaupt kein Problem. Und noch ein bisschen braten. Ja. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ach, ich freue mich schon so. Das wird lecker. So. Jetzt haben wir das Fleisch angebraten. Jetzt müssen wir das Gemüse, also die Zwiebeln und die Paprika mit dem Fleisch vermengen. Denn so wird es letztendlich dann auch auf das Sandwich gebracht. Das heißt, wir bringen das hier wieder rüber und mischen das Ganze schön gut durch. Ah, das duftet, sage ich euch, herrlich. Und es ist wichtig, dass man das gut miteinander vermengt, denn so kommen die ganzen Säfte zusammen, der Geschmack vermischt sich, einfach herrlich. Ich habe jetzt hier ein bisschen extra gemacht, weil ich habe 3 Sandwiches, die wir jetzt machen werden. Aber wir haben ein bisschen mehr Fleisch und Gemüse, als ich eigentlich brauche, aber das ist okay. Dafür haben wir dann ein bisschen was übrig noch und können noch ein Sandwich nachmachen. Was jetzt geschehen muss, wir wollen jetzt das Fleisch so ein bisschen trennen oder portionsmäßig aufteilen, damit man hier eben die 3 Sandwiches vorbereiten kann. Das heißt, wir bringen es mal so ein bisschen hier an die Seite. Ja. Ich denke, das passt soweit. Denn was wir jetzt machen, jetzt kommt der Käse oben drauf, damit er schmilzt.
Jetzt habe ich hier die Baguettebrötchen. Ich habe die schon mal aufgeschnitten und auch ein bisschen ausgehöhlt. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden quasi das Brötchen aufklappen, drauf tun, mit der Kelle drunter gehen, mit dem Spatel und dann quasi nur umdrehen. Dann ist das Sandwich eigentlich schon fertig. Jetzt warten wir nur noch, bis der Käse ein bisschen schmilzt. Einfach nehmen, aufklappen, so drauf richtig ein bisschen drücken und hier habt ihr das Philly Cheesesteak. Ein bisschen Käse noch, wunderbar. So soll es sein. Hier, das ist das Philly Cheesesteak Sandwich mit Provolone, Paprika, Zwiebeln und Steakfleisch. Wunderbar. Ich mache jetzt noch den Rest fertig und dann lassen wir uns das schmecken. So, und jetzt kommt natürlich der beste Moment. Schaut euch das mal an. Das Philly Cheesesteak Sandwich. Herrlich. Mm. Oh. Mm. Ist das gut. Mm. Es ist ein so einfaches und doch leckeres Gericht. Das kann man auch sehr gut zu Hause machen in der Pfanne, wenn ihr wollt. Ich mache es gerne auf dem Grill, auf der Plancha natürlich. Aber immer wieder ein wunderbares Essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like und ein Follow. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.